Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Mein Name ist Lars Korsten und Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind ETS-Regeln auf internationale Flüge, so plant es zumindest die EU, 737 MAX 7 und 10, ja, kurz vor Zulassung, man sollte es nicht glauben, und dann Neues aus, wie war das nochmal, mit MoveU oder so ein Quatsch, Lufthansa Miles and More. First Class Awards offenbar nur noch für First Class Miles and More Kunden. Also insofern, also für Miles and More Kunden, die First Class natürlich sind, dass sie Miles and More sammeln, um das richtig zu stellen. Also das heißt, ihr könnt Meilen nur noch über das Miles and More Programm bekommen. Schwierig alles heute, aber ihr denkt dran, trotzdem den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch natürlich aufs School zu kommen und dort zu kommentieren. Das erste Thema ist ein lustiges Thema, und zwar die EU-Kommission will den europäischen Emissionshandel reformieren. Für die Industrie soll die Verknappung der Zertifikate ab 2031 langsamer erfolgen, während gleichzeitig mehr Flugverbindungen in die EU-ETS einbezogen werden. Im Gespräch ist eine Zertifikatspflicht für bestimmte in der EU startende internationale Flüge. So, es handelt sich zunächst nur um einen Vorschlag, also im Moment ist das noch nicht so ganz geplant. EU-Staaten, Europaparlament müssen noch zustimmen. Aber wie sind die Fakten? Die EU-Emissionshandelssystem besteht seit 2005. Unternehmen benötigen Zertifikate für jede ausgestoßene Tonne CO2. Die Gesamtzahl der Zertifikate wird schrittweise reduziert, um Emissionen teurer zu machen. Aktuell vorgesehene jährliche Reduktion bis 2027 4,3%, ab 2028 4,4%. Der neue Vorschlag ist ab 2031 bis 2035 jährlich um 3,7%, ab 2036 bis 2040 um jährlich 1,7%. In bestimmten Industriebereichen soll es mehr kostenlose Zertifikate geben. Gleichzeitig soll Flug- und Seeverkehr stärker einbezogen werden. Nach Medieninformationen wird eine Zertifikatspflicht für bestimmte Langstreckenflüge erwogen, die in der EU starten. Innerhalb eines Radius von 5 Kilometern um Frankfurt landen. Ich weiß nicht, warum man Frankfurt ausgewählt hat. Die genaue geografische Abgrenzung und Definition der betroffenen Flüge ist noch nicht abschließend beschlossen. Die EU will offenbar Konflikte mit wichtigen Handelspartnern wie USA und China begrenzen. Das langfristige EU-Ziel bleibt 90% weniger Treibhausgasemissionen bis 2040 gegenüber 1990 und Klimaneutralität bis 2050. Laut Umweltbundesamt sind die ETS erfassten Emissionen europaweit seit 2005 um rund 50% gesunken. In Deutschland beträgt die sogenannte Reduktion 47% und unabhängig davon soll 2028 das separate ETS 2 für Brennstoffe starten. Ja, also es gibt da ja einige politische Zielkonflikte, die man da haben kann. Entlastung energieintensiver europäischer Industrien, zusätzliche Belastung bestimmter Luft- und Seeverkehre, also okay. Für europäische Netzwerk-Airlines können dadurch natürlich und werden natürlich auch dadurch, nicht nur könnten, sondern werden Kosten entstehen, die an uns Kunden weitergeleitet werden. Betroffen wären natürlich Fluggesellschaften mit ihren Drehkreuzen in Europa überproportional, also Lufthansa, Air France, KLM, Iberia, aber auch Finnair. Das zentrale Problem ist die mögliche Wettbewerbsverlagerung über Nicht-EU-Drehkreuze. Beispiel: Direktflug Frankfurt-Asien, möglicherweise stärker von ETS betroffen. Umsteigeverbindungen, klar, Istanbul, Doha, you name it. Weniger betroffen, ist ja klar. Dadurch könnten Airlines außerhalb der EU einen strukturellen Vorteil erhalten. Passagiere müssten teilweise natürlich mit der Weitergabe der Kosten rechnen, eigentlich nicht nur teilweise, sondern zu 100% ehrlicherweise. Besonders ist das bei Langstrecken der Economy Class und für preisempfindliche Urlaubsreisende ein Problem. Und Umsteigeverbindungen über europäische Drehkreuze. Eine klimapolitische Wirkung entsteht nur dann zuverlässig, wenn Verkehr nicht lediglich auf außereuropäische Hubs ausweichen. International existiert ja mit CORSIA bereits ein separates CO2-System für den Luftverkehr. Und die 5000 Kilometer Grenze könnte neue Abgrenzungsprobleme erzeugen. Warum wird ein Ziel knapp unterhalb des Radius erfasst und ein anderes knapp außerhalb nicht? Wie werden Umsteigeverbindungen behandelt? Geht die Belastung nur für den ersten Flugabschnitt? Welche Regeln für EU- und Nicht-EU-Airlines? Also insofern, ihr seht, das ist wieder Shitshow in the making. Und das Fazit kann ich einfach nur so abschließen, wie ich es abschließen kann. Die Reform ist kein geltendes Recht, könnte aber erhebliche Auswirkungen auf europäische Netzwerkcarrier haben. Klimapolitisch ist eine stärkere Einbeziehung internationaler Flüge natürlich nachvollziehbar und macht auch Sinn. Aber ohne international vergleichbare Regeln drohen hier allerdings Wettbewerbsverzerrungen und eine Verlagerung von Passagierströmen. Entscheidend werden die genaue geografische Abgrenzung, die Behandlung von Umsteigeverbindungen und das Zusammenspiel mit CORSIA sein.
Und wir erinnern uns ja alle nur so als warnendes Beispiel, Amsterdam war das, ne? Die haben ja in Schiphol auf 500 irgendwas 1000 die Flugbewegung reduziert und dann haben die Amerikaner gesagt, gut, dann fliegst du halt nicht nach Amerika, wenn wir nicht da den Slot kriegen. Also insofern wird schwierig, das Ganze durchzusetzen, weil Flugverkehr halt international ist am Ende des Tages. Sollten sämtliche der EU-Staaten Langstreckenflüge für vollständige CO2-Emissionen bezahlen. Da bin ich mal auf eure Antwort gespannt und vor allem, wie ist denn das? Zählt das dann nur, wenn der Flieger voll ist? Zählt das nur, wenn der Flieger, also nach Passagier? Also wenn ein Flieger mit 2 Leuten voll ist, wird dann das durch 2 geteilt. Wenn der Flieger voll ist, dann wird das durch 300 irgendwas geteilt. Wie sollen das funktionieren? Und ist der CO2-Ausstoß pro Flieger, ist ja anders an einer 787 als bei einer 380. Also ihr seht die Probleme. Probleme gab es auch beim zweiten Thema, nämlich bei Boeing mit der 737-8 und der MAX 10 und MAX 7. Aber man nähert sich offenbar der Zulassung. Denn beiden fehlen Mitglieder der 737 MAX-Familie, könnten noch vor Monatsende die FAA-Zulassung bekommen. Bei der wirtschaftlich wichtigeren MAX 10 ist die Flugabprobung nach Angaben des Herstellers auch sogar zu 98% abgeschlossen. Ja, man hat weitgehend diese ganzen Arbeiten abgeschlossen. Die FAA-Zertifizierung steht also vor der Tür. Typische Kapazität von etwa 135 bis 160 Passagiere. Angegebene Reichweite ist also die MAX 7. Ne? Reichweite rund 3800 Meilen. Damit wäre die MAX 7 die reichweitenstärkste Variante der 737 MAX. Kommerziell besetzt sie auch eine vergleichsweise kleine Marktnische. Die 10, 98% Flugabprobung abgeschlossen. Bislang wurden insgesamt 2060 Teststunden geflogen, 972 Testflüge. Die MAX 10 ist die größte Variante und ist natürlich deutlich wichtiger als die MAX 7, weil sie natürlich auch als Counterpart zur 321 von Airbus geht. Und Ryanair rechnet laut den Zahlen mit der ersten MAX im Januar 2027 und zwar mit der MAX 10. Insgesamt 15 Flugzeuge sollen bis zum Sommer 2027 kommen. Was musste geändert werden? Das Programm zur Triebwerkssteuerung musste geändert werden, also zur Triebwerksenteisungssteuerung musste geändert werden. Dann die MAX 8, die MAX 9 darf die Enteisung in trockener Umgebung derzeit nicht länger als 5 Minuten laufen. Andernfalls können Überhitzungsschäden an dem Verbundmaterial entstehen. Im Extremfall können sich Einlasslippe des Triebwerks lösen. Die technische Lösung soll als Nachrüstkit für bereits ausgelieferte Flugzeuge angeboten werden. Boeing hat außerdem eine neue visuelle Warnung entwickelt, und zwar eine Anzeige für AOA Fault, Hinweis auf eine Fehlfunktion der Anstellwinkelsensoren. Das war ja auch das, was MCAS und die Abstürze verursacht hat. Soll mehrere Warnmeldungen und den Stick-Shaker-Alarm, ist ja kein Side-Stick, ist ja ein Stick bei Boeing, Fehlersituation ersetzen bzw. übersichtlicher zusammenführen. Wichtig ist die MAX 10, wie ich bereits sagte, weil sie halt der direkte Konkurrent zur Airbus A321neo ist. Und deshalb ist es halt so, dass besonders Airlines, die Kurzstrecken haben, die nachfragestark sind, ist der Flieger richtig krass. Ryanair ermöglicht durch den neuen Flieger, dass sie mehr Sitze einbauen können, niedrigere Stückkosten haben, natürlich mit Flughäfen, mit begrenzten Slots besser fliegen können, zusätzliche Kapazität und proportional mehr Flugbewegungen. Und gerade das AOA-Warnsystem ist angesichts der MAX-Vorgeschichte besonders sensibel, denn bei den Abstürzen der Lion Air 610 und Ethiopian Airlines 302 verarbeitete MCAS fehlerhafte Daten des Anstellwinkelsensors. Ein klarer Hinweis kann die Diagnose erleichtern, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit robuster Sensorik. Ja, ich bin mal gespannt, ob Boeing diesen Zeitplan einhalten kann. Viele Leute sagen ja auch, dass da aus dem politischen Umfeld, ich will nicht sagen Weißes Haus, dort viel Druck auf die Behörden ausgeübt wurde, dass man da die Boeings zertifiziert, weil die haben echt Geldprobleme. Und als Fazit ist halt so, dass das Zulassungsprogramm offenbar weit fortgeschritten ist, aber noch nicht abgeschlossen ist. Für Boeing ist es insbesondere strategisch entscheidend, die MAX 10 an den Himmel zu bekommen und an den Kunden zu bekommen. Und eine erfolgreiche Zulassung würde die Modellfamilie vervollständigen und Airlines mehr Planungssicherheit geben. Der eigentliche Test folgt danach. Boeing muss sichere Flugzeuge in stabiler Qualität und in planbaren, verlässlichen Stückzahlen produzieren. Würdet ihr noch die technischen Änderungen ohne Bedenken in eine Boeing 737 MAX 10 steigen oder habt ihr noch Ressentiments? Lufthansa First Class Award
offenbar nur noch über Miles & More buchbar. Lufthansa scheint First-Class-Premiumplätze derzeit nicht mehr für vielfältige Programme ihrer Star-Alliance-Partner freizugeben. Miles & More-Mitglieder können dagegen weiterhin kurzfristige Verfügbarkeiten finden. Eine offizielle Betätigung gibt es natürlich nicht. Aber die Lufthansa First Class war lange ein beliebter Einsatz von Meilenprogrammen aus verschiedenen Allianzprogrammen. Partnerprogramme erhielten schon bisher nur eingeschränkten Zugang. Die bisherige Praxis Miles & More konnte First Class Award auch mehr als 2 Wochen vor Abflug anbieten. Partnerprogramme erhielten Plätze meist erst kurzfristig. Das typische Freigabefenster lag häufig innerhalb der letzten 2 Wochen. Seit mehreren Wochen gibt es gerade hier in den USA viele Vielflieger, die sagen, wir finden keine Verfügbarkeiten mehr auf Lufthansa First Class. Das soll selbst gelten, wenn Miles & More innerhalb der nächsten 7 Tage mehrere Plätze auf dem Flug anzeigt. Das heißt also, in Miles & More wird sie angezeigt, aber bei denen nicht. Betroffene Programme sind natürlich die Klassiker Air Canada, United, Mileage, Singapore, KrisFlyer, aber auch andere Programme. Lufthansa und Miles & More haben dauerhafte Sperre laut Artikel natürlich nicht bestätigt. Klar, wollen sie auch nicht. Aber die neue Allegris First Class hat halt nur 3,5 Sitze, um ehrlich zu sein. Und dadurch ist die verfügbare Anzahl von Prämiensitzen besonders gering. Gewinner sind wir als Miles & More Teilnehmer oder aber auch die Verlierer, weil wir damit die hohen Preise für die First Class zahlen müssen in Form von Copay oder Gebühren und Steuern. Besonders reduziert wurde das Konkurrenz durch Nutzer großer und flexibler Übertrager US-Punkteprogramme. Und natürlich ist das ein Argument, bei Lufthansa Miles & More zu sammeln. Alle anderen sind halt Verlierer, die nicht bei Miles & More sammeln. Und klar ist es interessant und wichtig, als Fazit zu sagen, dass aktuell vieles auf eine faktische Exklusivität von Miles & More hindeutet. Eine offizielle bestätigte dauerhafte Regelung gibt es hier am vorliegenden Case noch nicht. Für Miles & More-Mitglieder kann die Entwicklung natürlich positiv sein und ist auch positiv für uns, die wir bei Miles & More sammeln. Denn andere Programme werden dadurch entwertet, denn Lufthansas First-Class-Programm ist auf Meilen schon ein Produkt, was man nehmen kann. Ehrlicherweise muss ich natürlich sagen, das Copay ist outrageous und das ist halt so und das werde ich auch immer wieder sagen. Ein Ticket, wo ich habe für mein Business-Class-Ticket nach San Diego 1.550 bezahlt mit Partner plus Benefit zum Beispiel. Die entscheidende Frage lautet, ob Lufthansa später normale Miles & More-Mitglieder ausschließt und die Verfügbarkeit zum Beispiel nur noch an Status bringt, weil das ist ja die Pipi-Box-Parole, die es ja seit längerem gibt, dass es nur noch für Senatoren und Horn-Circle gebucht werden können sollte, was natürlich dann auch nochmal immer wieder meine These betrifft. Senatorstatus oder Horn-Circle-Status sind nur dazu da, dass man bei Lufthansa zumindest nicht ganz so scheiße behandelt wird. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Ich gebe euch nochmal eine kurze Zusammenfassung des Fazits, denn europäische Airlines geraten gleichzeitig unter politischen und technischen und wirtschaftlichen Druck, denn die EU hat mit den Ideen, die Fluggesellschaften klimapolitisch stärker zu belasten, eventuell weiter dazu beigetragen, dass natürlich die Wettbewerbsverzerrung international steigt und steigt für europäische Fluggesellschaften. Das heißt also, in Europa kastrieren wir uns immer selber und wundern uns, warum andere dann trotzdem fliegen und glücklich und zufrieden sind. Die Boeing MAX ist für die Zulassung entscheidend, um Airbus größten Narrowbody-Segment stärker anzugreifen. Boeing steht ja aber auch bei der MAX 7 kurz vor dem Abschluss der Zertifizierung. Lufthansa versucht offenbar besonders knappe Premium-Leistungen eng an das eigene Loyalitätsprogramm zu binden. Sowohl Emissionsrechte als auch Flugzeuge und First Class Awards werden zum strategisch gesteuerten knappen Gut. Ist halt so, alles wird weniger. Für Passagiere bedeutet das tendenziell nicht nur höhere Komplexität, sondern auch höhere Preise am Ende, weil neue Umweltkosten, unsichere Flugzeuglieferungen, weniger frei zugängliche Prämienplätze, über andere Programme stärkere Abhängigkeit vom richtigen Vielfliegerprogramm. Ihr denkt dran, jetzt den Kanal nochmal zu abonnieren und auf School zu diskutieren. Und zwar die Frage des Tages, die ich natürlich stelle, sollte Lufthansa First Class Premiumflüge nur eigenen Statuskunden anbieten? Wichtigste Frage heute. Also in dem Sinne, danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Und ich freue mich, euch bei der nächsten Sendung zu sehen. Bis dann. Ciao.